56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann. ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Shimano, Closer to Nature, Closer to People und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 3. Episode. Heute beginnt der YPC Boat 2026 für Gruppe B, in der uns neben einigen Neulingen auch viele bekannte Gesichter erwarten, allerdings teils in ungewohnter Konstellation. Einen klaren Favoriten auszumachen, fällt schwer. Das nominell stärkste Team ist wohl der britische Tackle-Riese Fox Rage. Henry Fiss tritt in diesem Jahr allerdings nicht mit seinem üblichen Teampartner an, denn Gerald Vierhaut ist kurz vor diesem Turnier zum 2. Mal Vater geworden und bleibt zu Hause. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, lieber Gerald. Dafür steht Henry der neu verpflichtete Enrico Di Ventura zur Seite, der in der vergangenen Staffel gemeinsam mit Johannes Gasser für LMAB den Titel holte. Auch ohne Gerald ist das Boot also top besetzt. Bloß ohne die gewohnte Eingespieltheit. Anders sieht das bei Team Bullseye aus. Paul Rosarius und Tim Ackermann gehen auch diesmal wieder gemeinsam für den Schweizer Premium-Routenhersteller an den Start. Nach einer starken Leistung und Platz 5 im Vorjahr liegt die Messlatte höher. Ein Angriff auf die Medaillenränge ist durchaus vorstellbar. Ebenfalls stark besetzt ist Team Finnwal. Als Verkäufer im B1 Boot Center kennt David Paule Kraus die Modelle des ukrainischen Alubootsherstellers sehr genau. Nach einer erfolgreichen Leihe an Sunline ist der 32-Jährige nun also wieder für ein Team aus seinem angestammten Metier unterwegs und wird diesmal von einem Brandenburger Landsmann unterstützt. YPC Best Bronzegewinner Philipp Obst. Die beiden kennen sich gut, sind schon zusammen bei der WPC angetreten und verfügen abseits des Anglerischen über jede Menge technisches Know-how. Ein Faktor, der bei einem Bootsturnier natürlich besonders zum Tragen kommt. Lure Drop, das monatliche Überraschungsabo für Raubfischangler, setzt auf ein neu formiertes Duo. Marcel Weigel, der Hechtschreck vom Edersee, hat sich für diese Auflage mit dem Münsterländer Kevin Hedrich zusammengetan. Beide sind routinierte Bootsangler mit einem beeindruckenden Großfischportfolio. Bleibt abzuwarten, wie gut die beiden im Turnier harmonieren. Bei Team Catch with Care stellt sich diese Frage kaum. Stefan Truman Trumstead ist diesmal zwar nicht dabei, dafür fischt Evert Oostdam mit einem anderen langjährigen Freund und Weggefährten, Lex Peters. Einige von euch kennen diese Konstellation bereits von ihren unterhaltsamen Auftritten beim YPC Best, wo sie im vergangenen Jahr die Silbermedaille abräumten. Beim Turnier vor der eigenen Haustür wollen die beiden Niederländer nun mindestens den Einzug ins Finale schaffen. Abschließend kommen wir zu 2 Teams, die neu dabei sind. Bootssport Gräf ist ein in Speyer ansässiger Bootshändler, insbesondere für Angelboote, der fürs Debüt ein ganz besonderes Gespann antreten lässt. Mit Robin und Anja Heppner geht erstmals bei einem YPC ein offiziell vermähltes Paar gemeinsam an den Start. Die beiden sind tief in der deutschen Angelszene verwurzelt und arbeiten unter anderem als Guides in MacPom. Für Anja, die viele von euch als Angel-Anni kennen dürften, ist es übrigens ein Comeback. Sie nahm 2018 an der Debütstaffel des YPC Bank teil. Und zu guter Letzt haben wir den japanischen Hersteller Reins, insbesondere bekannt für hochwertige Gummiköder, der hier auf den Niederländer Todd Kranenborg und den Franzosen Sylvain Garza setzt.
Todd gewann bereits als Jugendlicher die niederländische Street-Fishing-Meisterschaft in Amsterdam. Sylvain ist der amtierende französische Black Bass-Meister. Auch wenn diese beiden also neu im YPC-Kosmos sind, werden die anderen Teams sie sicher nicht unterschätzen. Wie schon Gruppe A startet auch Gruppe B auf den Großgewässern. Der Sonnenaufgang lässt auf einen fantastischen Angeltag hoffen. Wir nehmen noch ein paar morgendliche Eindrücke mit und dann geht's los! Well, good morning to you all. Evert here, Team Catch with Care. Wearing my t-shirt because we're gonna have a long drive. Since all the big lakes are hammered due competitions, what we expect that all the teams will go to Volkerok. We decided to twist it all up and go in a car, drive up to the middle of the Netherlands. We go to Veluwemeer. That lake is well known for big pikes. At that lake, the fishing is on, what we hear. So our goal for today is to try to catch 3 big pikes. I hope it can be meter pikes, but our goal is to catch 3 pikes. And yeah, we take it from there. If we catch them really quick, we trailer up the boat, go back to this area again and go for Zander and Perch. And if we don't do it, we gonna make a new game plan, but we do it at the lake. But first we go to the big lake, try to snatch some big pikes. We are already losing like 18 minutes of fishing time, but our plan is like this. You rather can fish on a good spot for the full 8 hours, but also it's better in our opinion to fish less hours but on a good spot. So that's why we do this. Of course you lose some time, but hopefully it will give us bigger and more fish. Let's go. Haut ein paar Fische raus. Viele zerfetzte Gummifische. Ja, und euch ein paar schöne Fische. Ja. You want the bread? No, man. No. You already eating again? Jesus Christ, where is it? Where? Der Typ frisst den ganzen Tag, ist wahnsinnig. Wahnsinn. Der ist noch schlimmer als der Gasser. Der frisst auch den ganzen Tag, aber der Junge. Hallo und herzlich willkommen, Team Lurdorp beim YPC Boat 2026 am Start. Wir wollen heute versuchen, was wollen wir versuchen? Erstmal Zander? Wir wollen die Zander an erster Stelle abhaken. Danach, der Plan ist Hecht. Der Plan ist Hecht. Und wenn es natürlich ganz gut läuft, würde ich sagen, ein paar Barsche müssen natürlich auch auf die Karte. Die können wir auch noch mitnehmen, genau richtig. Das Wetter für die nächsten Tage sieht nämlich gar nicht gut aus. Heute haben wir wirklich noch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Und von daher müssen wir, glaube ich, so viel wie möglich auf die Karte bekommen. Und ja, da sollten wir auf jeden Fall die Barsche nicht außer Acht lassen. Genau. Ziel ist auf jeden Fall die Full Card. Auch wenn sie erstmal klein ist, upgraden können wir später. Ja. Und wir werden sehen, was wir zaubern können. Team Lurdorp. Let's go. Ja, Leute, letzten Vorbereitungen laufen. Spannung, Spiel und Schokolade, sage ich euch. Das nicht immer so aufregend wäre, würde ich das jeden Tag machen. Hi Leute und herzlich willkommen zum YPC Boat 2026. Ich bin Gerald Vierhout und das ist Henry Fisch. No, he's the new partner this edition because Gerald is back home with a little daughter that was born 2 weeks ago, so he's probably now awake and feeding her. But yeah, I'm excited. We had some fun days training and now it's game time. It's game time, ja. Wir werden erstmal hier am ersten Spot auf Bar starten, gucken, ob die uns wohl gesonnen sind. Und ansonsten seht ihr natürlich den Rest beim YPC Boat 2026. Viel Spaß beim Zusehen. And Henry,
Drück mir die Daumen und sag's mal dann. Ja. Die Sonne scheint, die Köder werden durchsichtig. Wir haben den ersten Tag beim YPC Boat. Ihr seid live mit dabei und wir hoffen natürlich, dass wir richtig viel Fisch fangen. Ich habe den Glücksbringer von meiner Oma mit dabei und ja, wollen wir mal gucken, ne? Ja, Schatz, und ich sehe den Fisch schon förmlich vor mir. Ich hoffe nur, dass die Power Hour jetzt nicht gleich startet, weil wie beim Live-Scope sehe ich den Fischer jetzt quasi vor mir. Mal gucken, ob das Fisch bringt. Also ihr seht, es kann nichts passieren Gute heute. Laune ist an Bord und hoffentlich nachher auch Fisch. Ja. YPC Boat 2026 und wir sind wieder für Bullseye am Start. Wir haben wochenlang darauf gewartet, jetzt geht's endlich los. Wir freuen uns auf einen richtig geilen Angeltag, freuen uns, dass wir wieder so eine tolle Marke wie Bullseye hier repräsentieren dürfen und hoffen, dass wir auch in der Vorrunde diesmal ähnlich gut wie letztes Jahr performt haben. Wir werden auf jeden Fall jetzt starten mit Barschangeln. Ich werde ein Spinnerbait fischen. Paul hat ein Twitchbait drauf. Wir machen jetzt erstmal die erste Stunde Barschangeln, dann werden wir ein bisschen Thunderjiggen und hoffentlich heute einen richtig großen Hecht fangen. Also viel Spaß mit der Folge. Wir drücken allen anderen Anglern natürlich die Daumen und euch eine richtig geile Show. Herzlich willkommen und hallo zusammen zum YPC Boot 2026. Wir sind am Start mit Team Finnwall vom neuen Boot, die 45 Bass Angler. Wir freuen uns riesig mit am Start zu sein und ja, hoffen auf eine geile Show. Und dicke Fische. So sieht es aus. Und das hat Marokko, Wadäfchen, ab jeder. Ich starte mit den Köfi Perch Chat in Gold. So eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Und bei dir, ich tippe, es ist ein Monkey Lure? Ja, sicher. Das ist der Fat Louis in 11 cm in der Farbe Vanilla Cognac. Cool. Der hat in die letzten Tage hier auf jeden Fall den Zander geschmeckt. Hoffen wir, dass es heute auch so ist. Das wird so sein. So sieht's aus. Wir hauen sie raus. Let's go, Komm, Kevin. YPC Yes. 2026. Geil. Team Lurdorp. Daumen drücken, Männers und Mädels. Hast du das Smasherboard mit? Nein. Nein. Jetzt im Ernst nicht? Nein. Oh, Robin, zurück, schnell. Wir müssen ganz schnell zurück mit Wäscherbord holen. Oh, Robin. Hardest beating. 2, 1, go. 8 Uhr. First cast, man. Have a good day. Have a good day. Yes. Let's have a nice day fishing, man. Go catch them. Es ist 8 Uhr, mein Freund. Ich wünsche ein richtig geiles Turnier. Dir auch. Dicke Fische. Und euch viel Spaß. Wir machen den ersten Wurf. First Cast Magic. Okay. Jetzt ist 8. So, erster Wurf. Petri, Alter. Petri, Alter. Alles klar. Okay. Ja, rüber mit dir. Das geht ja gut los. Anni und Robin müssen einige Minuten Zeitverlust hinnehmen, sind damit aber nicht allein. Wir starten damit, dass wir jetzt morgens hier Strukturen im Flachwasser abfischen. Wir überangeln die quasi und hoffen darauf, dass die Barsche zu unseren Ködern hochkommen. Die Strukturen sind so, ja, so Steine auf so 2,5 Metern. Wir stehen hier selber auf 3 Metern. Und ich fische jetzt gerade einen relativ flach laufenden Twitchbait, der wird so bis auf 1,50 Meter ungefähr laufen. Und überangel die Struktur. Ich fische den relativ langsam, damit die Barsche da quasi darauf reagieren, hochkommen und sich den im Optimalfall schnappen. Tim das gleiche mit Spinnerbaits, also beides so eher Reaction Baits. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden wir gleich mal mit Krebs die Struktur abangeln. Aber ersten Wurf schon mal nix. Viele Leute sagen, es ist ein gutes Omen. Oh ja, das war perfekt, oder? Ich lieb's am ersten Wurf zu fangen, ich find's super. Da ist der erste Fisch. Erster Wurf, Leute. Wir haben schon den ersten Fisch drauf. Und das ist unser Tierfisch, ein Barsch. Ja. Geil, Alter. Auch jetzt ziemlich ausschlitzen. Das ist er. Yes, baby. Erster Wurf, Alter. Geil, Leute. Guckt euch den Barsch an.
Wir haben die Scale immer im Leitfeld, weil da ist immer ein bisschen Wasser drin. Müssen wir also nicht erst ins Wasser tunken. Schön mit dem Dera-Coup. 38,5. 39er. Ja. Der will auch zurück. Und dann machen wir weiter. Aber schön Obst hier. Herrlich. So muss es sein. Finnwal macht den Anfang. Gute Idee übrigens mit der Measurement. So ein fester Platz erspart manchen Ärger. Vorsicht, die Mutter! Mein Finger noch zwischen. Ja, du musst deinen Finger nicht dazwischen machen. Alles gut? Ah, sehen wir gleich. Da ist es. Original verpackt. Ah. Gleich Verletzung hier. Not so windy. No, it's gonna be a good day on the water. Yeah. By the island at the left. Yeah. Okay. You see the stretch going, that's here. You can see it on the Hummingbird. We're gonna put the boat on the wide area, that means deeper water. One of us will cast with cranks on the drop and one of us will go on the shallow area and take the big ones. And take the big ones. On the shallow. Small ones with the crank. Yeah. Big ones on the shallow area. And I will take the small ones. I will take it for the team. 5 Minuten nach der Zeit ist das Heavys Pünktlichkeit. Genau. Wir fangen gleich gut an. Wir haben das Measureboard vergessen. So, erster Wurf. 5 nach 8. Yeah, we're a little bit late. We really want to cast now. Yeah. Yeah, we choose to go on a lake that is pretty far. And yeah, it's 10 past 8, so it's time to do the first cast, my friend. Yes, let's go. So we're starting with some Rock Vibe family lures. This is the fat Rock Vibe shad and this is the Rock Vibe manta. Those are from the range of soft plastic. And yeah, we really want to show you how they work. Yeah, of course. Let's go, guys. Jetzt, wo alle Köder im Wasser sind, schauen wir kurz auf die Positionen. Finnwal startet mutterseelenallein im äußersten Westen des Haringfleet. Lure Drop, Gräf, Fox und Bullseye reihen sich von links nach rechts auf dem Volkerakt zwischen Schelde-Rhein-Kanalmündung und dem nordöstlichen Zipfel. Und Rains verfolgt anscheinend einen ähnlichen Plan wie CWC und hat die lange Anfahrt zum Veluwe-Meer auf sich genommen. Ein Gewässer, auf das ich jedenfalls gespannt bin. Evert fasst das gewagte Vorhaben seinerseits noch einmal zusammen. We are fishing far, far away from the other teams. It was 1 hour and a half drive, but I think it was worth to try. We go all in. It's all or nothing. So we are here at the Big Pike Lake. We go all in for the big fish. It's all or nothing. So 3 big ones. I hope so. Or 0. Or 0. But that's the gamble we took. So cheer us, Team Catch with Care, that we're gonna catch 3 big ones. Okay. Thumbs up. Keep watching. Let's do this. A lot of bait fish on the right side. So I will start casting more out. I can see it. In den ersten Stunden versuchen wir Barsch und Hecht zu fangen. Also primär tatsächlich erstmal hier einen Barschspot abzuangeln, ganz punktuell. Und dann werden wir erstmal versuchen, ein bisschen auf Hecht zu angeln, 2 Stunden, weil das schon auch kein einfacher Fisch war. Ah, you have me. Jetzt haben wir uns, aber das passiert. Das war kein so einfacher Fisch, gerade die großen Hechte ausfindig zu machen. Deswegen versuchen wir schon auch ein bisschen mehr Zeit intensiv auf die Hechte zu investieren. Oder in das Hechtangeln zu investieren, und das wird dann tatsächlich eine Aufgabe, um zu gucken, ob wir da den einen oder anderen großen fangen können. So richtig lokalisieren konnten wir die nämlich nicht, und deswegen, also die großen zumindest, Hechte haben wir viele gefangen, aber die großen waren wirklich schwer. Deswegen hoffen wir, dass heute ein guter Tag ist, um mal so richtiges Hechtangeln auszuprobieren an den Kanten, in der Nähe zum Kraut und tiefem Wasser. Und zumindest, dass wir einen kriegen.
Es wird hart, es sind sehr, sehr viele gute Angler dabei, von daher. Ja, aber es wird Spaß machen. Ein paar Fische werden wir fangen. Yeah, really small. Small one? Yeah. I really like the idea on using the net for this guy. Baby! Real baby. Wow. Even on this bait. Crazy. Fisch, oh, scheiße. Hast Fisch? Ja, auch ein Biss? Ja, ich hätte auch noch, aber dann gleich losgelassen. Oh, Laser. Biss? Ja. Junge. Scheiße. Boah, was für ein Einschlag. Alter. Wir versetzen uns nochmal ein Stück. Wir haben jetzt so 3, 4 Spots hier in der Area. So Strukturen, die wir abangeln für die Barsche. Die erste hat jetzt keine oder sie sind nicht aktiv. Manchmal ist es aktuell so, dass sie gegen mittags erst beißen. Aber wir schauen mal, ob wir dürfen einen anderen bekommen. Wir checken noch 1, 2 an und ansonsten werden wir danach erstmal vielleicht was auf Hecht werfen gehen. Aber ich schau mal in die Gruppe, ob schon jemand was gefangen hat. Der Paul hat schon was gefangen. Vor 7 Minuten. 39er Barsch vom Obsti. Ja, Petri Obsti. Die sind aber, glaube ich, auf dem HV. Ja. Boah. Jetzt. Ja, der ist nicht groß. Da kommt er. Boom, der Kleine haut sich die 15 cm weg. Wahnsinn, oder? Also keine Angst vor großen Ködern. Hier ist der Zander, wir legen mal auf die Scale und dann gucken wir mal. Und der hat 50 cm. Also 49,5, 50 hat er. Hier ist er nochmal. So, okay. Und der kann gehen und unser erster Fisch ist auf dem Board. Sauber. Sauber, wichtig. Marcel. Okay. Jo. Geil. So kannst du weitergehen. Oh, Köder gewechselt. Erster Wurf. Ne, zweiter Wurf war es. Entschuldigung. Zweiter Wurf. Leimstadt Röst, Leute. Merkt euch das. Ja, gerade gesehen, Team Finnwald hat auch schon den ersten Fisch gepostet. 39er Barsch. Petri, Philipp, scheint auch zu laufen. Also Barsche scheint zu beißen, Zander scheint zu beißen. Einen fangen wir noch und dann geht's auf Hecht. Hoffentlich fangen wir noch einen. So we are lucky we fished today, but the next days will be hard. Luckily then we are on the river, so it should be good there. But it was hard fishing anyway with the big waves, and I'm happy we stand now more relaxed today. And we have a nice sun, so yeah, fishing weather should be good now. I'm pretty excited about that. Yeah. Yeah, I'm switching to another color. A more natural one. Because Todd just had 2 bites on the natural color. And I'm also going a little bit lighter, 5 grams. I'm just trying to make it kind of fly above the weeds, slowly, gently. Let's try this. Green Tomato. Der bringt jetzt den ersten Fisch. Oh ja, die Möwen stechen. Wollen wir hin? Wir haben noch genug Zeit dafür. Okay. Oh, das ist eine richtige Barschjagd. Bist du sicher, dass du jetzt nicht lieber einen Barsch willst? Ja. Gut. Ran an den Barzen. Nächster Spot. Los geht's. There is a lot of bait fish on the right side all the time. So one is fishing shallow and one is fishing deep. And I try to use this crankbait, Strike Pro Cranky X, as a search bait to see, okay, what is going to happen, and hopefully take a big fish. Big pikes don't hesitate to take small lures. Normally when you fish for big pikes, everybody use big baits. And I believe more in small baits. My personal best is also caught on a small lure. So pike will take it.
And for this is when you fish small baits, you also have the chance for zander and perch. So I spread my chances as wide as possible. And we fish different zones, different techniques. The best way to find a fish. We know the fish is here because we see the bait fish. We fish in the right areas, the right spots. It's just a matter of time for the first bites. So I'm ready. Let's do this. Da war der erste Biss. Das ist das Problem bei den Spinnerbaits, mein Freund. Ja, und dann kannst du gleich mal dein Crankbait dahinter hinwerfen. Ich hab so einen Twitchy, ja. Ein Twitchy meine ich. Hast du einen Trailer auch drauf? Nee. Dann mach dir doch bitte einen drauf. Das war der erste Fehlbiss. Oh Mann. Wenn ihr euren Spinnerbait kauft, schaut euch den mal an, wie er unter Wasser läuft. Es gibt ganz viele Spinnerbaits, wenn ihr dann zu großen Köder dran habt und der läuft dann so im Wasser. Also der steht so schief im Wasser. So läuft er dann durch, aber das ist ja eine total unnatürliche Bewegung. Deswegen schaut drauf, welcher Trailer. Meistens ist es, wenn die Trailer ein bisschen zu groß sind und wenn ihr zu große und zu schwere Zusatzhaken, Stinger, Hook nehmt, dass der Köder nach unten gedreht wird. Und speziell bei dem Modell und mit unserem Lamelli läuft der halt wirklich gerade, sieht total natürlich aus. Und wie ihr seht, hat das direkt schon den ersten Biss gebracht. Jetzt schauen wir mal, ob der Barsch sich denkt, Mensch, den habe ich ja noch nicht gesehen. Oder sein Freund und sagt, hey, den will ich auch mal probieren. Das ist ärgerlich, Tim, so ein Fehlbiss. Ein Fehlbiss an einer Großbarstelle ist schon immer... Aber es ist schon mal auch ein gutes Zeichen, dass Fische da sind. Kann sich alles schön reden, ja. So I'm fishing with the guppy. This is the guppy junior, guppy. It's 11 centimeters. I put a small weight in front of the first treble to make it go a little bit deeper, so I'm a bit more to the bottom. So I don't feel many plants now. If I can start feeling plants, I will take it off. But for now, it will stay on. Put it here, doesn't affect action. If you put it on the front, you can also do that, but it will affect the action. So that's why it's here. Doesn't matter for the bite. The treble hook is free, so yeah, let's try. Catch some fish. Noch ein Wurf? Ich würde sagen, wir fahren weiter, oder? Zu den Barschen? Ja. Wir gucken mal, was da los ist. Ich brauche ja meine Fahrermütze. Der Jigstar von Lure Junks. Haben wir gestern noch vom guten Freund gekriegt, vom Marco. Den wollen wir jetzt mal probieren. Was haben wir denn da? Ja. Komm, der kommt nochmal. Spotgeier! Wenn der Frankie schon einen Spotwechsel macht, dann haben die noch nichts. Wer Gruppe A verfolgt hat, weiß, zu diesem Zeitpunkt stimmt das für Frank und Inu. Aber auch hier haben einige Teams zu Beginn ihre Schwierigkeiten. Der nächste Fehlbiss. 2 Fehlbisse schon hintereinander. Das heißt, dass die Fische auf jeden Fall noch nicht ganz so im Modus sind. Aber das hatten wir schon ein bisschen. Schaut, es war ein Fehlbiss, weil hier, der kam von hinten an. Das ist manchmal das Problem am Stingerhook. Der kommt von hinten an, saugt sich den ein und dann passiert genau das. Und deswegen mache ich den Kollegen, glaube ich, wieder ab. Das ist aber tatsächlich Spinnerbait-Angeln genauso, wie ich es kenne. Super viele Bisse, aber Fische ist halt oft ein bisschen Mangelware, ne? Also ich mache jetzt noch einen Wurf oder 2 Würfe mit dem Spinnerbait und dann haue ich da noch mal ein Crankbait drauf.
Die Uhr tickt, das Design steht. So wird der Adventskalender 2026 aussehen. Und nur noch wenige Tage gibt es für Frühbesteller ein 25. Produkt gratis on top. Im letzten Jahr war das ein richtig edler Swimbait, nämlich der Real Vibe in der Farbe Snowberry im Wert von fast 30 €. Die Leute sind ausgerastet. Die Frühbesteller konnten ihr Glück kaum fassen, aber es gab auch viele neidische Gesichter. Vielen war dieser krasse Bonus leider durch die Lappen gegangen. Also mach keinen Fehler und sichere dir auf jeden Fall dein zweites Heiligabend-Highlight im Wert von über 20 €. Nur noch bis 28. Februar und natürlich nur auf hechtundbarsch.de. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. So Leute, wie angekündigt, wir haben jetzt schon den ersten Spotwechsel gemacht. Wir fahren jetzt eine Nummer flacher und wollen jetzt die Steinpackung hier abtwitchen mit kleinen Twitchbaits und gucken, ob wir noch mehr Barsche kriegen. Ja, am besten dicke, fette Barsche. Yeah. I think when we have nothing at 15, we should leave. We should already have a bite. Yeah. Yeah. Ja, wir haben sehr viel Kleinfisch hier im Volker. Dicker Barsch. Yes. Oh, es ist ein, glaube ich, ein Hecht oder ein Zander. Sagt einfach alle Fischer. Oder ein Wels noch? Oder können auch ein Rapfen sein? Bitte lass es kein Rapfen Große sein. Netz oder kleine Netz? Nimm mal das kleine Netz. Schon ein schöner Wertungsfisch. Yes. Oh. Und er ist ab. Ich würde sagen, ich habe den ganz gut gecachert, oder? Ja, und auf jeden Fall sind alle Chatterbaits rausgefallen. 78. Schön. Liegt vorne an. Schön. Der steht auf jeden Fall gut im Futter. Jo. Das sind schon 78 Punkte. 78 Punkte, das ist schön. Den lassen wir in die andere Richtung, dass der unsere Barsche in Ruhe lässt, damit wir die fangen können. Beim Hechtangeln, ihr werdet es halt öfter noch mal hören, beim Releasen, ja, reinlassen. Nicht so hektisch vor- und zurückziehen, das stresst die Fische, nur einfach halten, stabilisieren. Und das ist der erste Fisch für Team Bullseye. 78 Punkte ist so ein guter Start. Ja, gib mir mal so einen Hechtschleimklatscher. Mit der? Ja, sicher. Ja. Oh yes. Das muss er selber wissen. Auf jeden Fall ein schöner Hechtmoppel für Bullseye und wir wollen Paul mal nicht hängen lassen. Der war in der Tat gut gekeschert. Bei Fis Ventura ist weiter tote Hose. What do you think? Yeah. I think one cast. Yeah. And then we go. Because there's a boat making the drift we want to make on the other side. Then let's go. Yeah. One cast doesn't change it all. No. Wir werden den Spot wechseln und zwar schnell, weil wir haben gesehen, dass ein Boot sich in die Drift stellen will und die brauchen wir, die Drift. Genau drauf. Jetzt sind wir auf ein großes Plateau gefahren. Die Zander waren noch nicht ganz so aktiv und hier hoffen wir uns Barsche. Die haben hier im Turnier sehr, sehr gut gebissen. Hier sind so kleine Strukturen auf 5 Meter Wassertiefe. Die fischen wir jetzt mit verschiedenen Methoden ab. Einmal so ein bisschen Searchbaits, also Spinjigs, Crankbaits und so weiter. Und dann nehmen wir natürlich auch den
Und jetzt fächere ich hier einmal komplett alles aus und ja, hoffe, dass gleich mal Barsch kommt. Ne? Tja, so als Zwillingsmami, ne? Schwanger, dann 2 Babys auf einmal. Kann man nicht so oft angeln. Jetzt muss ich erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ist natürlich am besten, wenn man gleich so ein Turnier fischt. Ich hatte Biss. Du hattest Biss? Ja. Okay. Was hast du dran? Schon wieder Spinjig. Spinjig, okay. In die Richtung werfen, Anni. Ja, ja, auch hier ist bislang eine schwere Geburt. Aber dann... Gerade Ich hab Fisch! Ja. Da ist er. Ich hab ihn. Geil. Ja. Guck mal, auf den Zockerbeet, der erste. Geil. Das war die Köder raus. Pink Eva ist eine Macht, wenn es schwer läuft, oder? Da ist der erste Knubbel. So, gleich erstmal messen. 30, ne? 31. Tschüss, mein Freund. Dankeschön. Schön. Entschneidert. Ich sag gerade noch lange Pause, ne? Mama. Und jetzt den ersten Fisch an Bord. So, wollen wir Pink Eva? Geht weiter mit dir. Oh, wieder Biss. Aber das sind kleine. Ja, das sind kleine. Hey, beim ersten Fisch. Wieder Biss, ja. Ja, vielleicht beißen sie auch sanft, ne? Ich muss gleich ein bisschen Pasta drauf machen. Das auf jeden Fall. Nur Pasta, nur Party. Manche glauben daran, manche glauben nicht daran. Ich gehöre zu den Gläubigen. Ja, vor allem, wenn die den Krebs so in den Mund nehmen und ein bisschen darauf rumkauen, was sie ganz gern machen. Und schlägt ja nicht direkt an beim Krebsangeln, zumindest mache ich das nicht. Da kann das schon mal von Vorteil sein. Du könntest auch auf den Green Pumpkin wechseln, der ein bisschen auffälliger ist. I go fish a bit bigger, and then Enrico is going more in the deep, and I go more in the shallow. And yeah, try to see where the pike is standing, because we think they are both shallow and deep. They are very scattered around. So let's all see. But pike is important today, because it's hard to catch them on the river. So we should at least catch 2 or 3 decent pikes today. So let's give it a go. So I'm going with the chatterbait. I'm going with the 8-inch work vibe. With the swamp shad pintail trailer. Like a good bait fish profile. And let's see. And maybe with this lure we can catch a perch, right? Yeah. Yeah. There is some deep perch on the lake. They're really hard to find. Die wäre für einen großen Barsch. Ne, ist ein Hecht. Ja. Ja. Aber die Hechte haben Bock. Der ist ein bisschen größer, nimm mal das große in den bitte. Ich habe halt nur ein bisschen Schiss. Ich werde ihn jetzt ein bisschen ranpulen, weil wenn da irgendwo noch diese Struktur ist, der kommt aber, glaube ich, nach oben. Er ist ein Hecht. Ist kleiner als der dabei. Ja. Aber was ist der nächste? Let's go. Frage, ob wir gleich was auf Hecht werfen gehen. Der nächste Fisch, aber nicht die Zielart. Wir überlegen gerade, ob wir danach Hecht werfen gehen und dann später noch mal hier auf Barsch ausfischen, weil die Hechte haben auf jeden Fall, sind bissiger und im Training waren hier gar keine Barsche. Was haben wir hier? Der liegt an 75. Ne? Zweiter Hecht, 75 Punkte. Guter Schnitt. Der darf auch wieder gehen. Der wollte mir noch mal Tschüss sagen. Ob er es lieb oder böse gemeint hat, wissen wir nicht. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal 2 Fische. Wir haben unsere Hechte auf jeden Fall schon mal als Mindestmaß voll. Das ist schon mal gut. Über die haben wir uns nämlich ein bisschen Sorgen gemacht, ehrlicherweise. Mhm. Wie groß war der? 75. Schön. It's also a bait fish in the plant, Evert. Yeah. To the left now, in the middle of the kite skin. I get a feeling it should happen any moment now.
With so much bait fish. Fischi, Fischi, Fischi. Fisch. Großer. Fisch? Oh, das war ein großer Hecht. Na, hast du ihn dran? Nein, er ist Oh, da. Schatz, hau an! Das war ein Nein! großer Hecht gerade, Mann. Ich dreh durch, ey. Oh, das ist die Nervosität, Schatz. Scheiße. Durchatmen. Klappt schon. No reaction so far. We're almost at the end. I think a few more casts, and then we are on a really good spot now. So we need to fish a bit more, and then we can maybe go back where the other boat was to fish the last stretch. There's a bit more weed, and then the island. Was läuft eigentlich bei Fox? Noch nix, aber die werden auch hier sein. Ja. Kann auch sein, dass sie jetzt morgens auf einen großen Hecht schmeißen, ne? Oder schleppen. Naja, ich glaube, Henrichs macht kein Slapping. Doch, die machen Schleppen. Hat er gesagt? Ja, die haben. Spannend. Okay, dann ran an die Barzen. Fisch. Sehr geil. Dicker. Der ist ein bisschen dicker, wa? Aber deckt er mich erstmal mit dem Kescher ab noch? Ja, sicher. Das ist ein dicker. Geil, Alter. Das Trommel, Leute. Der ist gut. Oh ja, oh ja. Alter, Alter, Alter. Ja. Digga. Mann! Mann, das läuft auch mit Dario. Schon mal die Scalen, dann holen wir raus den Burschen, Alter. Das ist ein Riesenbarsch, Alter. Riesenbarsch. Boah, Junge. Oh. Guckt euch Das den ist Kopf das, an. was wir brauchen. Alter, das ist er. Geil. So, Moment der Wahrheit. Packen wir auf das Scale, Alter. Ganz dicke Keule. Oh ja, er hat sie. Boah, der hat sie ja 50,5, Leute. Das ist 50,5. 51er Barsch, Alter. 51er Barsch im Turnier. Ja. Yes. Der Alex Squirt wurde einfach geliefert, wa? Ja, der kam auf eine super Idee. Irre. Das ist einfach eine Macht, wenn es um Twitchen geht, Leute. Und dann noch von der Bassangler. Ja, Mann. Dicke Bass von der Bassangler. So, den lassen wir wieder zurück. Eine richtig dicke Keule, herrlich. So, da geht er davon. Herrlich. Bam, herrlich. Alter, bam. Das geht der Fisch in der Wertung schon richtig nice. Und was für ein Trümmer. Was für ein Von Traumfisch. Mäßigkeit kommst du erbieten. Ja, aber hallo, Alter. Das stimmt. Viel mehr geht nicht. Damit haben wir den ersten richtig kapitalen Barsch dieses Turniers für Philipp. Zugleich natürlich ein super Einstand. Für die anderen Teams eher ein Dämpfer. 51 ist stabil. Boah, 51? Dickes Petri, ey. 51er Barsch für ein Obsti, die Maschine. Ja, ist richtig guter Barschangler, ne? Ich wüsste gerne, ob die auf dem HV oder am Volkach sind. Aber ich glaube, die wollten aufs HV. Aber es kann auch sein, dass Paul wieder Mist erzählt hat gestern Abend beim Meeting. Also das ist auch mal Man muss sagen, es ist halt irgendwie alles so eine freundliche, coole Stimmung. Also das ist jetzt nicht so, dass das ein harter Wettkampf ist und man sich gegeneinander ausspielt, sondern am Abend trinkt man irgendwie Alkohol. Ja, aber so ein bisschen Trash-Talk ist schon auch Ja, dazu. das muss sein. Oh, Obsti, 51er Barsch. Ja, also die ersten Fische wurden auf jeden Fall gefangen. Lurdrop hat einen 50er Zander gefangen, Bullseye einen 78er Hecht. Tim hat wieder zugeschlagen. Gref hat auch schon den ersten Fisch, einen 31er Barsch, und wir hauen jetzt erstmal nochmal einen 51er Barsch in der Wertung. Also ein bisschen was ist schon passiert, aber wir sind auf jeden Fall gut mit bei. Finnwal, Jetzt läuft's. 51 cm.
Hat er schon wieder einen. So, wir kriegen wir natürlich auch erstmal einen Squirrel rein. Der Erfolgsköder von Obsti. Ein super DD Squirrel. Natürliche Farben. Das ist jetzt ein Aju. Da kommen wir super über die Steine. I think we just have to scan for a nice spot into the reeds. Yeah. And just spot lock it over there and move 20 meters every time. Yeah. I see it floating. My hair is also ugly, so I need to grab it. Yeah, yeah. Where's your hat? Over there in the water. Alright, that's nice. I don't care. Many baitfish here. Same as we did. Yeah, I think when you crank like in, I put the boat a bit deeper, like in 6, because it's a steep drop off. Yeah. And then I work my way in the vegetation, and you crank in baitfish because it's so much baitfish. Must be pike in it. Okay, let's do that. Man, it's packed with baitfish. Jesus. Yeah, it's full. There must be pike in it. Ja. Ein großer Barsch habe ich gesehen, ist gekommen. 51 cm, das ist natürlich eine richtige Kanone. Aber ansonsten fast nur kleine Fische. Barsche unter 40, Hechte so um die 70 und ein paar Zander um die 50. Also auch nichts Weltbewegendes, also nichts, was einem jetzt tatsächlich irgendwie Sorgen bereiten würde. Ja, die Fische nicht komplett ausrasten und überall beißen und da irgendwie schon 30 Fische in der Gruppe sind, bin ich mir eigentlich sicher, dass wir nichts falsch machen, sondern dass wir einfach im Moment nicht im Fisch komplett stehen. Und ich würde mal behaupten, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überheblich klingt oder so, soll es aber gar nicht, aber ich würde mal behaupten, dass wir so einen 55er Zander irgendwo gejiggt auch bekommen hätten, wenn wir uns auf irgendein Plateau gestellt hätten. Aber das ist halt gar nicht das, was wir heute fangen wollen. Wir wollen halt echt Hecht und Barsch fangen. Und die großen Zander hier zu kriegen, wenn es nicht pelagisch ist, war wirklich schwierig im Training. Das Wasser ist brutal aufgeklärt, die Alge ist zurückgegangen. Wenn man dann Fisch. Alright. From here. Okay, you ready? Here it comes. Yes! Yes! First one. Das meinte ich, Leute. Die Ja. stehen in der Kante. That's 80 at least. Here, holy. Die Fische stehen in der Kante. Also gerade die Hechte. Och, und Leute, der Köder ist schon raus. Ey. Das ist ja Wahnsinn. Was a really, really, really soft bite, man. Yeah? Super soft. They're not like on fire They're now. not on fire, but at least they're in the net. Ich sag euch, da geht einem die Pumpe, ey. Okay, take it in the net, ja? Yeah. I'm here with the plier and the measure board. Let's see. I hold it. You say how long it is. It's 79. 79. Yeah, that's good. Approved? Okay. So, Leute. Der ist auch ready to go, ich sag's euch. Hopp. 79er Hecht. Kleine Köder an der Kante runtergejiggt. Where is it? Da ist er. It's not even really No. really damaged. Der ist nicht mal richtig kaputt. Also normalerweise von so einem Pike, wenn der so einen Köder im Maul hat, der hat nur so angestupst. Ganz kurz, aber egal. It was a good decision to go a bit smaller because the bite is not on. Also, the other guys in the group don't catch many, so yeah. Then it's important to have one on the card. Yeah. Also for the mojo, the feeling, right? Yeah. So really good. Slimy. Yeah, slimy. That's why I did this. Das Handy steht nicht still, also es werden Fische gerade gefangen. Jetzt müssen wir auch nachziehen hier. Mal Glücksbrille aufgesetzt. Vielleicht bringt das Fisch, wenn ich Fisch sehe.
Nein, Mann, das gibt's doch gar nicht. Warum? Warum machen Sie das? Was hast du dran? Immer noch ein Spinnjig. Bumm, einmal reingehauen beim Kurbeln und wieder los. Warum? Ich drehe am Rad. Wirklich, das habe ich noch nie gehabt hier. So vorsichtige Bisse. Ich muss mal ein Crankbait nehmen. So, ich wechsle jetzt nochmal den Köder auf eine bisschen andere Aktion. Der macht ein bisschen weniger Druck als der Fat Louis. Der Fat Louis flankt natürlich schön und der King Louis arbeitet viel mit einem Paddelschwänzchen. Und vielleicht ist es ja das, was sie jetzt wollen. Also wechseln wir nochmal schnell und dann gucken wir mal nochmal. Einen brauchen wir noch, Marcel. Einen machen wir. Gleich. Ja. Fisch. Der ist besser. Der ist besser als eben der. Kevin? Ja. Bist du auf die Seite? Der ist größer. Auf jeden Fall größer als eben der. Den müssen wir nur noch kriegen. Das ist ein Hecht, oder was? Au. Jawohl, Marcel. Jawohl. Gut, zweite Zander ist gar nicht so viel größer. So, der nächste, schöne. Der ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Auch wieder einen schönen Biss gegeben. Das ist ein 57er. 57er Zander. Cool. Da ist der Fisch. Mega. Dankeschön. Und der darf natürlich wieder rein. Okay, und ciao. Yes, Kevin, Mann. Sauber, Junge. Zander voll. Wollen wir noch einen machen? Die toppen Ein gerade paar schön. Minuten würde ich den Spot auf jeden Fall noch geben. Ja, lass uns noch mal einen da raustoppen. Ja. Ein paar größere. Ich denke, im Laufe des Tages wird es umso schwieriger. Ja. Der Köder, Bleak Shad, 15 cm. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, keine Angst vor großen Ködern beim Zanderangeln. Leim statt Röst ist die Farbe. Anscheinend entweder ist die Farbe oder es ist die Ködergröße. Aber das zusammen passt auf jeden Fall. Ja, Basti, der Kameramann, sagt gerade, nach einer Stunde entschneidert, emotionaler Zustand. Ich würde mal sagen, wenn wir den Fisch. Really good. Small one. Better to have it. Yes. That's fast. Ja, emotionaler Zustand, würde ich sagen. Exponentiell nach oben geschossen. That's fast. Really good. 73, ja? Nächster Pikey, 73. Der wird jetzt schnell reported, aber erstmal released. Ich lasse ihn ein bisschen plumpsen, weil das sind meistens die beim Releasen dann total ausrasten und dir die halbe Hand zerfetzen. Hier ist auch schon wieder ordentlich Blut drauf, aber das ist egal. Now we have 2 pikes. It's not the big ones, but then I go back to a bigger bait because we need a big one anyway. Yeah. Bei Lure Drop, Fox und Bullseye dürften alle bisher gefangenen Fische etwa im jungen Erwachsenenalter sein. Tim und Paul haben es nach kurzer Fahrt aber weiterhin auf die Best Ager abgesehen. Nächstes Plateau, nächster Spot. Wir haben jetzt gerade nochmal die nächste Stelle angefahren. Eine machen wir noch auf Barsch und dann geht's den Hechten an den Kragen. Aber die Barsch scheint zu beißen. Der Obsti hat ja gut einen rausgeknödelt. Schon nicht schlecht. Ich muss erstmal meine Route hier rausknödeln. Das wäre das erste Erfolgserlebnis des Tages. Es ist wichtig, immer alle Köder montiert zu lassen mit möglichst vielen Drillingen und dann einmal auf den Haufen drauf. Auch ein Tipp, den viele unterschätzen. Lass mich zu deiner Linken bitte, Tim. Jo. So, wir sind wieder am ersten Spot. Wir brauchen einfach noch einen Barsch. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann Barsch. Ja. Und Kescher runter. Ja, Mann. Nein, ausgestiegen. Oh. Ey, das kann nicht wahr sein. Das war er gewesen. Ich wollte gerade noch sagen, lass ihn bloß nicht ausschützen. Ey, warum? Ich weiß, wo sie stand.
Das gibt's doch ja nicht, ey. Das wäre der dritte Barsch gewesen. Oh. What? Can be. Yeah, oh, that was a strike. That was a strike. Jesus. Evert. Whoa. Yeah? Now this is a good weed area. That was a strike. 100%. Jawohl. Jawohl. Auch nichts Großes, Nee, aber egal. Ja, okay. Der wird uns wohl nichts bringen. Doch, ne? Der ist maßig. Ja, den 12,5er Baba Brown, den wollte er haben, der Kleine. Freimann ist nochmal schnell. Alles klar. Dann ist es auch ein 47er. Alles klar. Sauber, Kevin. Junge. 3 Zander. Nichts, ne? Ne, wir machen den letzten Wurf hier. Fische sind weitergezogen. Und dann gehen wir da hinten die Zanderstruktur einmal abfischen. Ja. Komplett. Und dann gehen wir auf die Struktur, wo wir damals immer unsere großen Hechte hatten, weißt du noch? Die haben nämlich da gestanden, die habe ich den Tag in Ruhe gelassen. Lurmaster. Ach so, ja. An der Kante gegenüber vom Hafen. Ja. Weil da war deutlich mehr Fisch heute als hier hinten. Ja. Und das war vor 3 Tagen noch ganz anders. Dann machen wir erstmal unten die Einfahrt in den Kanal. Das Krautfeld davor. Einer Jigspinner, einer Hechtköder. Jawohl, ich nehme den Jigspinner auf jeden Fall. Gut, dann nehme ich wohl den Hechtköder. Alles klar. Okay, das ist der Plan. Dann geht's gleich weiter. Die Frequenz ist zwar bislang nicht schlecht, nach dem Dauerfeuer bei der WPC scheinen aber doch einige Spots abgegrast. Gerade dem wollen CWC und Rains auf dem Veluwe-Meer aus dem Weg gehen und kommen sich dabei irrwitzigerweise in die Quere. Yeah, Rains is the Rains boat. No. They are, it's them. Yeah? Yeah. Yeah, Rains. That's crazy, Evert. So they have the same plan as us? Yeah. I would never have thought that somebody else would have been here. But how can they be here so early? Yeah. Maybe they picked up the camera guy. Yeah, earlier. maybe because the hours was a bit late. 1.5 hour drive. This is funny. You can fish all over the Netherlands and then you have 2 boats. For Volkerak, I can believe it. That it happens. But in here, I thought we were the only smart guys around. And now you guys can film each other. It looks like we have some company on the lake, Todd. Yeah. Team Catch with Care. That's Team Catch with Care. They're fishing the exact same drift as us. Yeah. What do you think? Is it good news or bad news? Bad news. Bad news? Yeah. I think it's a good news. It means that we are in a good place. They know what you're doing, I guess. Yeah, that's true. And we just went over that spot. I don't care because it's not about them. It's about us. We should catch the fish. And you can't let it depend on what other teams do. You must do it yourself. Fisch. Wieder ausgestiegen, Alter. Ich dreh durch. Das kann doch nicht wahr sein. Mach jetzt, hau doch einen raus, Biggest. Das ist deine Nervosität. Fisch. Jetzt muss er rauskommen, Alter. Jetzt reicht's mir. Gibt's da wohl ja nicht. Komm schon. Bitte nicht aussteigen nochmal. Bitte nicht aussteigen. Ja, geht grad nicht. Der ballert ganz schön. Ich finde gut, dass es erstmal nicht, aber. Ja, ist ein guter Barsch.
Ja. Und so ein guter Mann jetzt. Alter. Was eine Erleichterung, Alter. Was eine Erleichterung, ey. Boah, 3 Fische vorher verloren. Jetzt haben wir unsere 3 Barsch. Jetzt können wir an den Plan verfolgen und auf Hecht gehen. Bam. Läuft. Komm mal her, mein Komm mal her, mein Kleiner. Bam. Da haben wir den 3. Barsch jetzt. Oh, der ist schön lang. Ja. Oh ja. Der hat auf jeden Fall. Mal nicht 47. Über 47. Aber 47 ist ein geiler Barsch. Geiler Barsch, Alter. Mann, Upsi. Yes! Was ein schöner Fisch. Ein ganz herrliches Ding. Ah, geil. 47, 51. Zack, da haut er ab. Bam! Jetzt haben wir beide Feeling für den Fisch. Jetzt jetzt ab. Da ist dann auch egal, dass er mehrmals Anlauf nehmen musste. Auch Paul beschert seinem Team einen Barsch aus dem obersten Regal und damit sieht's für Finnwal nach 2 Stunden hervorragend aus, was zumindest Philipp bis dato anscheinend gar nicht bewusst war. So, ich gucke jetzt zum ersten Mal hier in die Gruppe und sehe nicht so viel. Bis jetzt stehen wir gut da auf jeden Fall. Ja, die haben... Ne, sind alles Top-Fische erstmal. Ich glaube, jeder ist froh, erstmal was gefangen zu haben. Ja. Und jetzt müssen wir weitermachen. So Leute, wir haben es zum Hechtangeln geschafft. Kevin montiert sich den neuen Perch-Glider, also beziehungsweise in einer neuen Größe, in 145 mm. In der Farbe Inferno Tiger. Einfach eine Nummer kleiner, um auch die kleineren Hechte jetzt mitzunehmen, weil wir brauchen sie erstmal. Auf jeden Fall. Ich nehme den Real Vibe 180 in einer doch sehr auffälligen Farbe, aber alle, die Swimbaits angeln oder schon mal gemacht haben, kennen auf jeden Fall so eine Farbe und das Swimbait-Angeln schon eine sehr, sehr gängige Farbe. Hier gibt es ein ganz cooles Feature, hier kann man so ein kleines Blei einhängen. Das heißt, wenn ihr ein bisschen runter müsst, die Fische nicht ganz oben an der Oberfläche stehen, beziehungsweise ihr ein bisschen tiefer angeln müsst, könnt ihr so ein kleines Blei hier einhängen. Gibt es natürlich auch von LMAB und somit kommt ihr genau auf die richtige Tiefe, wo die Hechte stehen. Ach, und Route? Die Shoot and Jerk, das ist das schwere Modell, bis 80 Gramm, 30 bis 80 Gramm zum Pelagen, aber auch so zum Jerken oder Swimbait-Angeln das ideale Gerät. Ideales Gerät, eigenwillige Namensgebung. Da gibt's in der Branche aber noch deutlich schlimmere. Nils van der Junior steht für Man I Love Fishing. Paul, Ihr Gerät? Aber eine Schnur? Reicht. Willst du eine Maus mit Speziale oder ohne Speziale? Wasser sieht relativ trüb aus. Ich würde Speziale machen, oder? So, die? Oder willst du... Ich würde die nehmen. Ja. Das sind unsere Mäuse in Zusammenarbeit mit Euromaker Lures. Und der hat speziell auf die Lamellis passende Köpfe gemacht und vor allem hat er die ganze alles nochmal überarbeitet. Richtig, ihr seht hier vorne eine richtig starke Öse dran gemacht. Hier nochmal eine dran, hier zum Einhängen. Und wir haben nochmal einen kleinen Game Changer. Ich sag's euch, ein Kupferblatt hinten dran, das ist es. Wir haben die Echos jetzt ausgemacht, weil ja natürlich so ein Echolot einen gewissen Sound macht. Und den wollen wir jetzt wirklich bei den großen Fischen ein bisschen vermeiden. Ich lege mir jetzt hier genau meine Wegpunkte hin, wo wir hier die großen Fische vermuten. Und dann geht's hier los. Tim, ich sehe die Karte nicht, du musst bitte ein bisschen... Wie bitte? Ich sehe die Karte ja nicht, ne? Du musst mir so ein bisschen... Ja, ich mach's, also du kannst... Nee, aber du musst mir sagen, wo gerade interessant ist. Hast du sowas schon mal gesehen? Über 250 Arbeitsstunden stecken in diesem Berliner Handmade Swimbait. Per Hand geschnitzt und liebevoll im exklusiven Dekor lackiert, ist dieser Premium-Bait so nur bei uns im Shop verfügbar. Mit 500 € ist dieser Köder gleichzeitig der preisintensivste Swimbait, den wir je gelistet haben. Und du kannst einen von insgesamt 10 Exemplaren in unserer Swimbait Week gewinnen. Shoppe einfach vom 15. bis zum 21.02. bei uns im Shop beliebige Swimbaits und lande automatisch je Swimbait mit einem Los im Lostopf. Aber es kommt noch besser. Ob der kürzlich zurückgekehrte Nace-Tron, der LMAB Real Vibe als der Verkaufsschlager seit 2025 oder
Oder die gute alte Savage Gear Line Through Trout. Kaufst du im Aktionszeitraum eine beliebige Anzahl an Swimbaits, erhältst du pro Bestellung einen Lure Sleeve nach Wahl gratis on top. Einfach Swimbaits auswählen, die gewünschte Lure Sleeve Größe in den Warenkorb legen und an der Kasse Let's Swim eingeben. Schon wird das Lure Sleeve genullt. Viel Spaß beim Shoppen auf hechtundbarsch.de. Ein alter Klassiker neu aufgemacht, der Herring Shad V2, jetzt in vielen verschiedenen Größen und in richtig geilen neuen Farben, inklusive Holoflakes, wie man hier sehen kann, inklusive eines Schlitzes, wo ihr auch euer Shallow Screw System reinpacken könnt und natürlich auch mit abstehenden Flossen für einen super stabilen Lauf. Das Ding fängt, Leute. Das ist eine absolute Bank. Winterzeit heißt Forellenzeit und wer den YPC guckt, weiß, dass manchmal auch an den besten Spots voller Fisch man nicht seine Fische bekommt. Deswegen hat Monkey Lures die Monkey Spoons rausgebracht. Wir haben 3 Gewichte für alle Wassertiefen, 15 Farben für jedes Beißverhalten, schwarzer Sprengring und Haken, um keine Scheuchwirkung unter Wasser zu haben. Eigens konzipierter Forellenhaken für die maximale Haarquote. Alle 3 Gewichte haben ein sehr hochfrequentes Laufverhalten bei langsamem Zug und gewährleisten extreme Druckwellen unter Wasser und einen starken An-Aus-Effekt. Check die neuen Monkey Spoons aus. We stopped the pike fishing for now. We think the pike might be a bit deeper because I fish shallow on the weeds and had a single bite, and Enrico is more in the deep, had 2. And we still also need to catch the perch and the zander, and we think we might have a good chance for also a big pike on those zander and perch spots who are a bit deeper. So we give that a try, and we can always return later to the pike fishing on the more shallow areas. Let's see. Oh, da war er. Aber der hat nicht gehangen. Fisch. Boah, das ist ein kleiner. Aber egal, den wollen wir trotzdem haben. Kevin, bist du da? Ein Tüten. Jawohl. Junge. Auf den Real Vibe. Junge. Geil. Sauber, was ist sauber. Geil. 66. Ja, 66er Hecht. Den Köder zeige ich euch gleich. Der will auf jeden Fall zurück. Gut. Ja, sorry, Mann. Okay, Hecht haben wir auch einen. Geil. Wir haben echt nicht lange geangelt. Ich glaube, das war der 5. Wurf mit den Real Vibe 180. Und wenn ihr sowas hier findet, solches Kraut, das ist immer genau der richtige Platz, um Hechte zu angeln. Das war jetzt ein kleinerer Fisch, aber wir machen weiter und probieren noch einen größeren zu fangen. Und der Real Vibe ist, wenn ihr das seht, auf jeden Fall schon im Handel erhältlich in dieser geilen Farbe. Und fängig allemal. Weil sich die kapitalen Hechte im Rhein-Delta aber weiterhin bedeckt halten, gehen wir mal wieder aufs Veluwe-Meer. Did you see them before in this lake? No, never. But they know every lake, right? Yeah, I think so. Good fish. Yeah. Not so big, but yeah, it's a good fish. Nice. Yes, perfect, man. Perfect. Nice job. Wash. Finally, a good one. On the chatterbait. Nice job. With the swamp shad as a trailer. My favorite trailer on chatterbait for pikes. Nice job, man. Yeah, that is it. It's 86. 86. Oh. So this is our first fish. A good first fish. Good first fish. Hope we will upgrade it, but yeah, for sure. Give us confidence. Yeah. And we were just hitting the spot. Yeah. Let's release him. Thank you, bro. Thank you, Pike. Yeah. The swamp shad is like a 6.5 inch pintail.
And I like to cut a piece before putting it in my chatterbait to make it a more compact profile. And what I really like is that the pintail is moving a lot with the vibration of the chatterbait. So, wir sind angekommen am nächsten Spot. Das ist ein sehr großflächiger Spot. Da hatten wir gestern ein paar richtig tolle Fische. 2 Ü45er Barsche, 47 glaube ich beide. Und das ist natürlich hervorragend. Nur jetzt sind wir heute hier gewesen oder beziehungsweise sind jetzt hier die letzten 10 Minuten rumgecruised und der Spot ist recht leer. Das ist natürlich nicht so gut fürs Gefühl. Andererseits haben wir jetzt eine Gruppe von Fischen gefunden auf dem Sidescan. Die versuchen wir jetzt mal anzuangeln. Es wäre auf jeden Fall nicht so schlecht, wenn man was beißen würde jetzt. Also barschmäßig. Hechte, ja okay, aber auch noch zu klein. Großer, ne? Großer Barsch. Ja. Die Bremse ist gut bei dir, ne? Sehe ich. Sehe ich, ist alles gut. Konzentrier dich, hier kommt. Zander. Zander. Gleich mit gerechnet. Zander! Du bist so süß. Ein Kescher. Schatz, du bist so geil. Ich freue mich Wie kann man riesig. so nervös sein, Hast du wenn man toll einen Fisch gemacht. dran hat, dass man ihn verliert? Das ist halt beim Turnier so. Da hat man so eine Angst. Gleich kommt er, Kescher. So. Gut, meine Hände nass. Oh, guck mal, ein guter. Und? 57. 58, erst drüber. Da ist er. Ein schöner Zander. Oh Mann, ey, bin ich nervös. Sieht man, wie er ein bisschen zittert? So, Küsschen ans Fischi, du darfst zurück. Ich bin die einzige Frau, die nach Fisch riechen darf. Ein klassischer Beruhigungszander. Während Gräf die nächsten Punkte eintütet, sammelt Kommissar Ackermann Spuren. Da war der erste Fehlbiss. Große Köder bringen natürlich auch ab und zu mal Fehlbisse und den hat er mir dann so eingedreht zurückgebracht. Man hat aber auf jeden Fall deutliche Cuts auf beiden Seiten, also die sind nicht nur von den Drillingen, sondern hier sind deutlich hier oben und hier oben. Ne, hier kommt kein Drilling hin. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man hier einen Großhechtspot fischt, wo man eigentlich nur 1 oder 2 Bisse bekommt. Aber das kommt der nächste Biss. Der Paul wird den jetzt hier raus. Ich würde gerne mal die Zähne live sehen, die da deinen Jerk oder dein Pullbait misshandelt haben. So, wir hauen ab jetzt hier. Wir haben jetzt 3 Barsche gekriegt. Der letzte Barsch kam hier auf den Ilex Deracoup. Auf jeden Fall ein geiler Köder. Zurzeit läuft der Spin-Jig echt super. Aber jetzt haben wir unsere 3 Barsche und jetzt verfolgen wir unseren Plan und wollen jetzt ins Flachwasser, ins Kraut, auf Hechte. Genau. Einer fischt groß, einer klein. Und dann machen wir ein bisschen. Mal sehen. Dann machen wir mal ein bisschen Strecke, wa? Ja. I put some pressure on myself. My biggest pike on Johnny Wobbler, it's 114. If I catch a bigger one than 114 on a Johnny Wobbler today, I will dive in. Jump in. Oh, I'm really hoping for that. Yeah. So it needs to be at least 115. Okay. Challenge accepted. Fisch. Kann auch was Quergehaktes sein. Irgendwie beim Ankurbeln. Auf dem Grund aufgesammelt vielleicht, hoffentlich. Zander, oder? Ist das Hecht? Nee, ein Hecht. Nee. Zander, guter Zander. Nee, ist ein Hecht. Ja, ah shit. Ah, die Hechte sind schon mal aktiv. Nice. Das ist der klassische Entschneiderungshecht. Schön, schön, schön. Auf dem Melly Slim, das heißt der zweite, dritte Wurf. Aktivität ist da. Ich mag Hechte auf dem Zanderspot nicht so gerne. Aber ich freue mich insofern, als dass das der erste Fisch für mich heute ist. Und wir zumindest ein bisschen Frequenz haben. Ich messe den mal, ich denke aber nicht. Obwohl, wir können ja sowieso oder so 3 Hechte einreichen, ne? Ja, was hat der? 73, ne? Nice, dann geht der Bursche mal wieder rein. Mein Entscheidungshecht. Sehr schön. Fix zurück mit dem. So agil wie der ist, wird er sich auch jetzt drehen und dann einen Abflug machen. Wunderbar, einen schönen Tag noch und auf ein paar Zander.
This is where the pikes are, in these plants. Jetzt habe ich's. Sehr lange. Ich glaube, das ist gerade so ein Berg, den ich runterfalle. Ich stelle mir das unter Wasser immer wie Ariel vor. Das ist alles, sobald es unter Wasser geht, ist alles Disney. Zeichentrick. Dann sitzen da ihre Hechtmuddis mit ihrem Cocktail. Oh ja, da ist Anni wieder unterwegs. Und ab und zu kommt eine Meerjungfrau und hängt mir einen Fisch ran, wie ihr seht. So läuft das hier. Wäre schön, wenn sie jetzt noch mal einen ranmacht. Dann mache ich den Wurf zu Ende und dann... Ja, immer. Zu Ende. Ich war schon unterm Boot. Oh, Robin, nicht die Köder auf die Sitze. Ah, hast du reingegriffen? Ja. Nicht, dass wir mir jetzt hier gleich noch einen Jighaken durchziehen müssen, weil wir hier auf gar keinen Fall an Ufer fahren. Da ist ja nicht so viel Bock drauf. Ja. Kescher? Es geht. Nee, das ist ganz klein. Der kleinste Zander im Rheindelta, ich sag's euch. Da weißt du aber auch, was die Hechte hier fressen. Doppelt so lang wie der Köder. Da wirklich nicht lang fackeln. Wieder zurück. Die kleinen Zander sind sehr sensibel. 3 Anfasser gehabt. Aber auf jeden Fall ist es dann wahrscheinlich schon mal ein Muster oder eine Farbe, die ganz gut funktioniert. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir einen Zander fangen, der den Zander fressen will. Und vor allem der erste Zander des Tages. Wow! Siehst du, und alle strugglen mit den Zandern. Easy. Ein Wurf, 3 Bisse. Nee. Ein Riesenfisch. Hauptsache in die Wertung. Nee, ist ein kleiner. Ich glaube, der zählt nicht mal. Wir keschern trotzdem. Schön, Schatz, entschneidert. Ja. Doch, freu dich. Ein Riese. Man weiß es immer nicht. Ja, vielleicht hat er ja Maß. Genau, ich freue mich. Guck mal. Hey, der hat die 42. Den dürfen wir nehmen so. 43. 43, 42,5. Oh, ein Siehste? Riese, ein Gigant. Super. Aber man freut sich trotzdem. Und gebissen hat er auf dem Green Tomato. Na dann, Küssi an Robin. Tim arbeitet noch dran. Nächster Wurf, nächster Zander, aber ich glaube zu klein. Und wir haben gerade ein Oha vom Kameramann gehört. Ja. Also wir sollten vielleicht mal aufs Handy schauen, Ja, wenn du mal. deinen Zander verarztet hast. Er hat Maß. Er hat Maß. Wahnsinn! 42,5. Kleiner, hat eine kleine Verletzung am Maul und schon darf er zurück. Ey, Paul! Ich guck mal gerade aufs Handy, was das O vom Kameramann hieß. Da gucken wir doch auch besser schnell nach. Fisch. Oh ja, das ist ein guter, glaube ich. Alter, geil. Geil, das ist, glaube ich, ein dicker Hecht. Das ist, glaube ich, ein dicker Hecht. Oh, Alter, Leute. Der Plan geht auf. Der geht ja mächtig ins Geschirr, gell? Ich hoffe, der bleibt. Alter. Das ist, glaube ich, ein dicker Hecht. Ein richtig dicker Hecht. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh ja. Alter, das sind wichtige Punkte. Bitte bleib einfach nur hängen. Boah. Geht richtig ab. Alter, hat der einen Dampf. Natürlich gefährlich mit dem ganzen Kraut jetzt, ha? Ja. Aber wir bleiben erstmal ins Bild. Ich hoffe, der hängt so einfach gut. Sah so aus. Oh. Der muss rein. Ja, löffel den. Der ist auf jeden Fall 90 plus, wa? Ja, einen Meter. Meter? Guck schon. Junge, hat der einen Dampf drauf. Der hat richtig Power. Ey, Digga, mach's mir nicht so schwer. Das ist doch alles schon aufregend genug.
So, Upsi. Schnell rennen, schnell rennen. Renn. Alter! Geil! Schöner dicker Schwein. Oh, genauso wie wir es uns vorgestellt haben. Naja. Bruder. Ey, ich hab gerade noch den Chatterbait gewechselt. Die Neuke Kalschine hat wieder geliefert. Und zwar der Tidy Kalschin. Oh, der ist ein bisschen leichter gewesen. Mann! Oh, geil, Alter, geil. Mann, Obsti, ey. Oh, jetzt hab ich ihn. Alter! Geil! Der hing ganz sauber hier vorne, Alter. Perfekt. So ein kleinen Köder. Ja. Wozu angel ich hier große Köder? Ja, ich sag's ja. Alter! Der hat einen Meter. Vorne liegt er an. Jetzt liegt er an. Meter 13. Geil, ey. Geil, Alter. 1,13 Meter, Niggi. Ey, das gibst du ja nicht. Alter. Was ein geiler Traumfisch. Und das im Turnier. Alter, besser jetzt nicht, Leute. Ah, der will schon runter. Bam, Alter. Geil. Mein herzlichen Petri, Alter. Danke. Ich werde sofort supporten. Ja, mach das mal. So, Leute, das ist der Köder. Neuke Redby und ein kleiner Tiny Kaishin. Der hat mir schon in einigen Turnieren jetzt gute Fische gebracht. Auf jeden Fall richtig geiler Köder. Ihr seht ja, der fängt so richtig dicke Hechte. Evert hatte zu Beginn gesagt, dass er gern kleine Köder auf große Hechte angelt. Wie gut das funktionieren kann, beweist nun die Konkurrenz. Ein fantastischer Fisch, meines Erachtens sogar größer, als Paulo und Philipp per WhatsApp durchgegeben haben. In der Tabelle notieren wir deshalb 1,14 Meter, das bislang größte Ausrufezeichen, das Finnwal noch vor Ablauf der ersten 3 Stunden setzt. 1,13 Meter für Paul. Boah, richtig gut. 51, 47,13 Meter. Ey, dickes Petri. Boah. Das machen die richtig gut. Ey, Moi. Cool. Alter, 1,13 Meter, Alter. Ey, die Jungs haben richtig Bock. Ey, aber wir haben uns Sorgen über einen Zander gemacht, auch wenn das ein kleiner ist. Wir haben einen Zander in der Karte. Ich muss kurz Paul beglückwünschen. Alter, 1,13 Meter. Jung. Direction Wind, right? Ja. Wir haben den Spot gewechselt. Wir sind eine Ecke tiefer gegangen. Haben jetzt hier recht viel Fisch gefunden auf so 7 Metern. Wir haben vorher so auf 5 geangelt. Ich fische einen Carolina Rig, einfach um wirklich ganz langsam hier über die Struktur zu kratzen und hoffe, dass das was bringt. Yeah, I don't care. You look nice. Yeah. With the wet cap. No, it's heavier. It's not gonna fly away again. Yeah, right. It's better. Oh, yeah. Pike. I'm coming, bro. Yes. Just for the boat. Yeah. And I just made my cast. Yeah. So I was like, we have an emergency. 64. Good job, Todd. Yeah. We got this bad boy on a fat rock vibe. Yeah, it's not the biggest. Not the biggest, but it counts. Counts, and it's a good news for us. Nice. Good job. Fisch. Groß? Fisch, Kescher. Großer Fisch. Ich komm. Großer Fisch. Häng fest. Ah. Und wieder ab. Und wieder ab. Ah. Oh. Yes, it's in the net. Oeh, nieuw lure. Oeh. Ja, maakt niet uit. 84 centimeter pike. On the Strike Pro Guppy. Das wird Zeit. CWCs Mut zum Risiko wird kurz vor Ende der ersten Halbzeit also doch noch zumindest
ein Stück weit belohnt und damit haben nun alle Teams mindestens einen Wertungsfisch eingereicht. Mehrheitlich waren es Hechte. Mittlerweile geraten bei vielen Teams aber die Barsche zunehmend in den Fokus. Wir sind am nächsten Spot angekommen. Wir werden jetzt mal eine kleine Muschelbankstruktur fischen. Im Training gab es direkt einen guten Fisch. Und ich denke, wir werden jetzt einen Free Rig mit einem Krebs angeln, Cherry Picker, und du wirst Net Rig fischen, ne? Ich werde Net Rigger. Musst du nur die Route Lex hat einen 84er Hecht gefangen. Nice. Ach, CVCs bei uns? Die sind bei uns, ja. Die wollen sich auch mal zu Wort melden. Hey, ja, bis. Aber war das ein kleiner Zuppler oder ein guter? Ja, ein kleiner Zuppler. So viele kleine Barsche hier. I took the big net because it was in the front. There we go. It's 35. I think it's already beaten by or a pike or a cormorant because damaged over this side and on the fins also. Look, but I'm happy with it. At least the first perch on the card now. Ja, nein. Genau an der Muschelbank hängen geblieben. Oh, ich hing genau an diesen Stretch, so papp, 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 papp. Tja. Und das ist diese scheiß Kante hier, ey. Schlechte Nachrichten für uns. Wir haben uns gerade noch mal bei Toni rückversichert. Ihr habt ja gesehen, dass ich den Schnurrbruch hatte. Ich fische ungefähr beim Barschangeln so 3-4 Meter Fluh davor, damit ich halt abriebsfest bin. Und ich hatte vorher einen Biss. Und hier ist so eine Muschelstruktur, die geht so runter, hoch und runter. Und wenn du drüber schleifst, hast du natürlich dann mal irgendwie eine kleine Beschädigung. Und dann habt ihr gesehen, ich hatte einen Biss. Das war so typischer Barschbiss. Saugt so ein, zuppelt zweimal. Ich warte eine Sekunde, setze einen Anhieb, da war kurz richtig Druck drauf und dann ist die Schnur geplatzt, halt genau da. Aber die Regeln besagen, wenn das Vorfach reißt oder Vorfach, gibt es eine Zeitstrafe. Also das heißt, halbe Stunde weniger angeln, halbe Stunde eher Feierabend. Ich hätte lieber eine halbe Stunde länger geangelt. Aber eine halbe Stunde eher Feierabend und Fisch. Ein Barsch, ist nicht so riesig groß, aber passt. Genau die gleiche Ecke. Bitte lass mal einen Krebs drin haben. Können wir die Zeitstrafe wieder annulliert, wenn wir jetzt einen Köder haben? Ja, der hat Maß. Der hat Maß, nice. So, schauen wir mal, wie groß der Bursche ist. Klassischer 31er. Sehr nice. Das ist mein Lieblingsfisch. Ich mag die in der Regel noch mal so ein paar Zentimeter größer, aber es sind wunderbare Fische. Das ist schön und vor allem der erste Barsch des Tages. Der geht mal zurück, der Bursche. Vielleicht fangen sie es einfach an zu fressen. Und der bei Tim dran hing gerade eben, wo die Schnur gebrochen ist, der war auf jeden Fall eine Nummer größer. Ja, das ist schön. Das ist ein Anfang und ich werde jetzt mal weiter herumkrebsen, weil die scheinen sehr, sehr gut auf Krebs zu reagieren. Ja. Ja, Fisch. Fisch. Ja, Fisch. Da kommt er. Jetzt. Oh. Der wurde auf jeden Fall auch schon mal gefangen. Und da ist der Haken schon ab. Der Haken ist ab. Könnte sogar sein, dass der ein bisschen größer als der 66er ist, aber ist ja, könnte ein bisschen größer sein. Jawohl. Ah, da ist das Ganze noch. Der hat 69 dann. 69er Pike, guckt euch mal das hier oben an. Der wird schon mal erwischt vom anderen Angler. Der geht jetzt schnell zurück. Dann gehen wir nochmal weiter. Weil eigentlich ist der Plan ja Barsch. Gut. Jetzt werden wir den nächsten Barsch. Sehr, sehr schön. Das ist ungefähr die Größe von eben. Ich glaube, ein kleines bisschen größer. Ja, ein kleines bisschen größer ist der. Nice. Schon so ein Mit-30er. Das macht Spaß. Jetzt ein bisschen Frequenz hier. 36, oder? Das brauchen wir nichts mit 0,5. Der ist ja glatt drauf. Eine schöne Figur. Dann geht der Bursch mal zurück. 36. Sehr, sehr schön. Wir arbeiten uns voran. Ein schöner Volkerak-Barsch. Mach's gut, Großer. Sehr nice. Und da, wo der herkommt, sind hoffentlich noch ein paar mehr. Ich hab Bock, das macht Spaß. Ist ein bisschen Frequenz mal da. Das. Ja. Nächster Fisch aufs Skirt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal in Ruhe die Fische Report und so. Ich glaube, es war der nächste Wurf danach. Das ist aber
Nicht ganz so groß, könnte aber auch Maß haben. 25 hat der Löwe. Sehr schön. Und einen schönen Tag. Yes, sehr, sehr schön. Ich wollte gerade schon sagen, let it rain, das ist aber Enricos Aufgabe. Da frage ich mich, was der gerade so treibt. Von dem habe ich lange nichts mehr in der Gruppe gelesen, aber es kann sein, dass die auf die Großen angeln, während wir ein bisschen Frequenz machen. Aber liebe Grüße an den Reezy und vielleicht könnt ihr mal vorbeischauen, was der gerade so macht. Henry, I think you should catch a big pike now. Yeah. It's time to show your skills. Yeah. It's always good to put the pressure on your mate. The when it's ball is hard. on your side now. Let's say like I've got 2 pikes. Now you need to step up, mate. If these 2 pikes remain, then we have a problem. Yeah. Okay. Ja, Fisch. Moment. So, mal. Okay, komm. Jo, Boom. Auf den Flash, right? Jetzt gucken wir mal, wie groß ist der Gute? Der ist 82. 82? Nee. 87, Entschuldigung. 87, schön. 87er Hecht, herrlicher Fisch. Den Wheelvibe komplett weggehauen. Oh, Wahnsinn. Habe ich schon mal erwähnt, Wheelvibe? Vielleicht sogar einmal zu oft, aber immerhin ist's diesmal ein richtig proper Hecht, der Lure-Drop für den Moment sogar an die Spitze springen lässt, was aber nichts daran ändert, dass Finnwal klar die beste Ausgangslage hat. Robin und Anni wiederum hätten besser dastehen können. Der jüngste Verlust ist noch nicht ganz verwunden. Ich ärgere mich immer noch über mein Hecht, Leute. Es war der zweite heute und wirklich ein guter Fisch. Aber die beißen so spitz, kann man halt nichts machen. Heute Morgen hatten wir auch noch so 1, 2 Fehlkontakte. Aber wir werden mal schauen, was der Nachmittag noch so bringt. Es ist wirklich so, dass Robin eigentlich immer der Erste ist, der Fisch fängt. Der Letzte ist, der Fisch fährt und zwischendurch immer Fisch fängt. Also weiß ich gar nicht, warum er die 2 Hechte heute nicht rausgekriegt hat. Ich kann verstehen, dass er sich ärgert, aber das wird noch was. Ich glaube, da kommt gleich noch ein richtig großer als Belohnung. Wir haben nochmal umgesetzt und kam direkt ein Biss. Etwas besserer, sogar besser als diese etwas kleineren Fische da drüben. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir nochmal unsere Barsche gleich vielleicht noch ein bisschen upgraden können. Dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit Hecht angeln und versuchen, ob wir nochmal einen guten Hecht upgraden können. Ja. Und mal ein bisschen gucken, was so von Enrico, Happy und sowas in der Gruppe an Zandern kommt. Ja. Nicht, dass sie auch darauf warten, dass wir hier die Zander einreichen und dass die dann auch Zanderangeln fahren und so. Und das Spiel spielen wir alle, das wäre schlecht. Wieder einen auf Skirted-Jig rausgelümmelt. Ich denke mal, das ist wieder so ein 30er. Ja. Auf jeden Fall kickt der den 22er raus, oder 23er, was der hatte. Nice. Der Bursche geht mal drauf. 32. Yes. Ja, und die Barsche Boah, das macht richtig Spaß, ey. Ist halt die Frage, ob wir gleich von der Stelle wegfahren, um nochmal auf dem Größeren zu zocken. Aber gerade in dem Gewässer, finde ich, kommen oft die Großen auch zwischen den Kleinen. Mach's gut. So, aber ja, unser Kameramann hat uns gerade das clevere Zitat von Jörg Ovens mitgegeben: niemals eine Stelle verlassen, die Fisch produziert. Oder wie war das? So ähnlich, ne? Ja, so. Ja, kommt schon hin. Henry, yeah. Halftime. Halftime. It was a tough morning. We went all in for the big pikes. The only thing is, the big pikes didn't understand our plan. Yeah. So we need to tell them again. Only 3 bites. Fisch auf der Karte. Das ist einfach schon mal schön. Das war unser Ziel, ne? Genau. Keine Nullkarte zu fischen. Nächstes Ziel, ein bisschen aufstocken. Ganz genau richtig, ne? Wir sind erstmal, denke ich, zufrieden. Bis jetzt hat der Plan funktioniert auf jeden Fall. Traumhecht, ein riesen Barsch. Also das ist auf jeden Fall schon mal wertvolle Punkte für Turnier hier. Wir haben Hechte, wir haben Zander, wir haben Barsche und wir haben eine Zeitstrafe.
Leider ist das so. Das ist sehr ärgerlich. Wenn ich in die Gruppe schaue, haben wir eigentlich am meisten Fische und fast eine Fullcard. Das heißt, dass wir haben eine richtig gute Voraussetzung. Ich glaube, ein Zander fehlt uns noch, ne? Ein Zander fehlt uns noch. 3 Zander, 3 Hechte. Klar, noch viele Fische ausbaufähig, was wir auch hoffen, dass wir noch machen und was wir auch schaffen werden wahrscheinlich. Hoffentlich, hoffentlich. We caught 3 pikes. We hope we will get some more and some bigger pikes in the next episode. Fingers crossed for us. A lot can happen in 4 hours. Thanks for watching. Thanks for all the support. See you next episode. Schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, einen Kommentar da und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Episode. See you next year. Next year. See you next episode. Thanks for watching. Out. See you next year. Der passende Abschluss für eine unterhaltsam holprige Folge. Sowohl CWC als auch Rens haben auf dem Veluwemeer ihre Schwierigkeiten. Trotzdem steht für beide bereits ein guter Hecht auf dem Board. Bei den anderen Teams war die Frequenz besser, bloß bis dort vorwiegend der räuberische Mittelbau. Nur Finnwal konnte mit dem Wahnsinnshecht und 2 Klasse-Barschen bereits 3 Kickerfische einreichen. Ob die Brandenburger weiterzünden und ob vielleicht auch die anderen Teams ihre ersten Ausnahmefische aufs Board befördern, seht ihr am kommenden Sonntag ab 18 Uhr. Lasst uns ein Like und einen Kommentar da. Wir hören uns nächste Woche. Ciao!